Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas und ich möchte mit dir heute meine besten Tricks und Tipps aus meiner langjährigen Arbeit mit Schablonen teilen. Ich hoffe, ich kann in diesem Video deinen Horizont etwas erweitern und dein Arbeiten mit Schablonen auf das nächste Level heben. Ich bin hier übrigens nicht nur an deiner Aufmerksamkeit interessiert, sondern vor allen Dingen auch an deiner Meinung. Deswegen fühle dich frei, deine Fragen, Kritiken und Irritationen in den Kommentaren zu hinterlassen. So, dann lass uns starten. Am Anfang einer jeden Schablone steht natürlich erst einmal das passende Motiv. Hier bietet es sich an, da eine Schablone ja erstmal klassisch gesehen eher eine reduzierte Farbigkeit darstellt, auch bei den Motiven unter Schwarz-Weiß-Fotos auf die Suche zu gehen. Kleiner Tipp bei der Suche: Wenn du Fotos aus dem Internet benutzt, gehe bei Google neben der Suchleiste auf den Suchfilter und stelle die Bildgröße auf groß ein. So verhinderst du die Enttäuschung, wenn du das Bild später groß ausdrucken möchtest und feststellst, dass die Qualität eine Katastrophe ist. Da ich in diesem Video anspruchsvolle Techniken zeigen und eine möglichst große Bandbreite abbilden möchte, entscheide ich mich diesmal für ein Obdachlosenporträt des Fotografen Lee Jeffries. Das Wichtigste bei der Motivwahl ist und bleibt wohl, dass man wirklich ergriffen ist und sich emotional von dem Motiv angesprochen fühlt. Dies trifft für mich bei den Fotografien von Lee Jeffries auf jeden Fall voll zu. Da ich zu meinem Motiv noch persönliche Stilelemente hinzufügen möchte und ich gerne bereits vor dem Schneiden einen guten Eindruck von dem späteren Resultat haben möchte, ist es bei mir gängige Praxis, das Motiv erst einmal durchzupausen. Dafür nehme ich Graphitkreide. Im Notfall geht auch ein weicher Bleistift. Und nun trage ich eine ordentliche Schicht Graphit auf die Rückseite des Motives. Jetzt kann ich in aller Ruhe das Motiv auf ein zweites Blatt übertragen. Wenn ihr mehr zum Thema Durchpausen wissen wollt, schaut oben in die Infokarte, dort ist ein extra Video zum Thema verlinkt. Das Durchpausen und Zeichnen ist eine wunderbare Möglichkeit, tiefer in Verbindung mit dem Motiv zu gehen. Hierbei kann ich die kleinsten Details entdecken und viele Formen ausmachen, die vorher unentdeckt blieben. Deswegen lohnt es sich, hierbei gründlich vorzugehen, auch wenn die meisten Details hinterher der Vereinfachung zum Opfer fallen. So, nachdem ich nun alle Details erfasst und übertragen habe, kommt nun der wahrscheinlich schwierigste Part, nämlich zu schauen, wie ich das durchgepauste Motiv so vereinfachen und vorbereiten kann, dass ich es später auch ausschneiden kann, ohne dass alles auseinanderfällt. Da ich vorher mit Graphit durchgepaust habe, kann ich nun ganz einfach mit Radiergummi korrigieren und mit Bleistift nachbearbeiten. Beim Vorbereiten der Schablone vergisst man schnell, die Lücken zu lassen, die das Motiv hinterher zusammenhalten. Jeder, der schon einmal eine Schablone geschnitten hat,
kennt den Knoten im Kopf, der entsteht bei dem Versuch, das Motiv so zu bearbeiten, dass die Schablone sich nicht hinterher in ein Puzzle verwandelt mit lauter einzelnen Teilen, statt einer einzigen stabilen Schablone. Deswegen gibt es hier jetzt nochmal ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung. Am Ende der Bearbeitung sollte es wie in einem Labyrinth viele Wege geben, die von der Mitte bis zu den Außenkanten der Schablone führen und unser Motiv zusammenhalten. Über die Jahre habe ich aus den unterschiedlichsten Materialien Schablonen geschnitten. Die meisten einfach aus dickem Papier, aber sehr viele auch aus dickeren Plastikfolien. Plastikfolien sind gegenüber Papier wesentlich robuster und somit langlebiger. Dafür macht das Schneiden dicker Folien überhaupt keinen Spaß. Sie sind viel zu hart und unnachgiebig, um wirklich schöne dynamische Schnitte zu erzeugen. Da ich beides haben wollte, sprich die Schnittgeschmeidigkeit von Papier und die Haltbarkeit und Robustheit von Plastik, habe ich irgendwann einfach beides verbunden. Seitdem nehme ich, wenn ich robuste Schablonen brauche, einfach Gewebeband und verstärke die Rückseite meiner Schablone damit. So habe ich am Ende plastikbeschichtetes Papier. Diese Schablonen sind dann sehr langlebig und trotzdem nicht so steif wie Plastikfolien. Perfekt also für meinen dynamischen Anspruch. Da kaum alle Flächen in einem anspruchsvollen Motiv scharfe Kanten haben, sollte man mehr Schnitttechniken verwenden als ausschließlich den geraden scharfen Schnitt. Deswegen hier ein paar zusätzliche Möglichkeiten. So, nachdem wir viel Arbeit in die Vorbereitung unseres Motivs gelegt haben, kommt nun der entspannte Part, das Schneiden. Auch beim Schneiden habe ich immer ein Foto meines Motives vor mir liegen, um gegebenenfalls Stellen in meiner Zeichnung zu verändern, die mir beim Schneiden erst auffallen. Zudem wende ich regelmäßig die Schablone und werfe einen Blick auf die Rückseite. Dort kann ich die Wirkung der bereits ausgeschnittenen Flächen ohne die Ablenkung durch die Bleistiftzeichnung besser erfassen.
Da ich oft nach dem ersten Aufsprühen meiner Schablone noch Flächen und Stellen entdecke, die mich im Gesamteindruck des Motives stören, mache ich nach dem ersten Schneiden immer erstmal einen Test. Damit ich, falls ich später noch was nachschneiden möchte, noch meine Skizze sehen kann, benutze ich Transparentlack. Dieser reicht, um ein gutes Abbild zu sprühen, überdeckt aber nicht meine Zeichnung. Nun kann ich in aller Ruhe schauen, ob ich Flächen entfernen oder hinzufügen will. Je nachdem klebe ich von hinten Flächen wieder zu und schneide sie erneut aus, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Früher hat es mir in vielen Fällen oft schon gereicht, die Schablone nur mit Kreppband anzubringen und beim Sprühen mit der anderen Hand leicht anzudrücken. Wenn ich besonders saubere Ergebnisse haben wollte, habe ich dann meist Kleingeld zur Beschwerung auf die Schablone draufgelegt. Erst viel später kam mir dann die Idee, mein Blatt auf eine Metallplatte zu legen und die Schablone dann ganz akkurat mit kleinen Magneten zu fixieren. Diese Methode klappt hervorragend und bringt sehr gute Resultate zustande. Allerdings nur bei Papier. An einer Fassade oder einer Leinwand kommt diese Methode natürlich an ihre Grenzen. Hierbei bietet es sich dann an, mit wiederlösbarem Sprühkleber zu arbeiten. Aber Vorsicht! Reine Papierschablonen können beim Ablösen schnell zerstört werden. Bei Schablonen aus Plastikfolien ist es allerdings ein Kinderspiel. So,